ein wenig dramatisch. Skynet hat noch nicht übernommen. Ganz im Gegenteil, wir sind auf dem Weg in die gute Zukunft mit Produkten wie dem Division von Tilsberg. Aber was genau ist das eigentlich? Division ist ein Head-Up-Display für Motorradfahrer und zwar eins von den guten. Heißt, es ist individualisierbar, es ist gut ablesbar, es ist kompatibel mit anderen Apps, es ist leicht zu entfernen, einfach wieder anzubringen, es ist gut zu installieren, aber ich würde sagen, wir fangen einmal von vorne an. Euer Head-Up-Display kommt in einer kleinen Box. Darin habt ihr Kleber, Sugru, mehr Kleber, die Halteplatte, ein Beutel für das HUD, eine super gute Installationsanleitung, euer HUD natürlich und ein USB-C-Ladekabel. Super gute Anleitung? Ihr kennt das Ingenieur-Flowchart, ja? So ähnlich ist die Anleitung aufgebaut. Nur wird eben gefragt, habt ihr eine Sonnenblende? Ja, nein. Ist der Ort der Befestigung elastisch? Ja, nein. Und so wird die Installation zum Kinderspiel. Bei einem Sporthelm sowieso. Da muss man eigentlich nur auf diese Markierung achten, dass diese mittig ist, dann reindrücken, fertig. Aber wie gesagt, es passt eigentlich an jeden Helm, egal ob Sporttouring oder Offroad. Alternativ könnt ihr auch nur diesen schmalen Adapter hier verwenden, hier mittig zu sehen, dann habt ihr ein ultra flaches Profil. Auf der Website findet ihr auch eine Liste von Helmen, an denen das Division Safe passt, bestätigt von Kunden mit eben diesem Helm. Als Freund des Overengineerings habe ich dennoch einen kleinen Klebestreifen verwendet und naja, es scheint es hält. Installationsdauer 2 Minuten? Bevor es aber wirklich losgehen kann, benötigt ihr noch die Division App. Natürlich kostenlos für iOS und Android, mit der ihr euer Division pairen müsst. Von dem Smartphone bekommt Division natürlich auch die Informationen für Geschwindigkeit und so weiter. Je nach Modus könnt ihr euch Geschwindigkeit, Anrufer, Batteriestand, Himmelsrichtung, Navi und so weiter anzeigen lassen. Oder eben selbst individualisieren, was ihr sehen möchtet, so wie ihr das eben möchtet. Ja, die App selbst würde ein kleines Video führen. Ich will jetzt aber auch hier nicht noch unter dem Handy hocken, ich möchte gerne biken gehen. So viel sei gesagt, die App ist strukturiert, funktioniert fehlerfrei, ihr könnt Karten zur Navigation herunterladen, um Datenvolumen zu sparen und es macht einfach ein sehr gutes, abgerundetes Paket. Ein GPX-Import ist bereits in der Beta-Phase. Bedeutet, ihr könnt Dateien in Calimoto erstellen, exportieren, dann in Division importieren. Und dann könnt ihr auf dem Head-Up-Display eben das sehen, was in Calimoto geplant hat. Heißt, die Kompatibilität mit anderen Apps ist auf jeden Fall gegeben. Erster Eindruck, ja, ist echt cool. Also ich sehe das so in der Entfernung von 10 bis 15 Meter vor mir ungefähr auf dem Boden. Wenn ich jetzt ein bisschen hoch gucke, sehe ich es in der Luft, gucke ich weiter runter, sehe ich es weiter unten, logisch. So wäre normal, jetzt sehe ich es immer so, ja, gerade da ist auf der Kuppel so ungefähr auf der Höhe. So, ihr seht ja, wann ich Gas gebe, sieht man ja an der rechten Hand und ich sage euch, wann die Geschwindigkeit springt. Wir fahren jetzt laut Head-Up-Display konstant 70, 68. Ich gebe Gas in 3, 2, 1, go. Jetzt geht's hoch. Jetzt ist es bei 83, 92, 96, 94. Ja, das hat so eine, die Messung der Daten kommt halt vom Handy-GPS. Folglich ist das ein bisschen verzögert. Das ist klar, das war auch, sage ich mal, nicht anders zu erwarten. Ich fahre noch 53, 46, 41, 29, naja, 16 jetzt, 12, 10. Also ihr seht, es ist schon ein bisschen verzögert. Während wir auf dem Motorrad sitzen, dachte ich, ich kann noch ein paar eurer Fragen beantworten. Ist auch eine der Fragen, die ich gerne beantworten würde jetzt unterwegs hier, ist die Genauigkeit. Das sind natürlich zwei Sachen. Zum einen, die Handyhersteller, je nach Hersteller, kriegt eine Firma wie Tilsberg, bei Curvex war es das gleiche, auch nur eine gewisse Anzahl an Informationen. Das heißt, es sind gar nicht die Hersteller schuld von dem Zubehör, sondern die Handyhersteller, die nicht alle Infos rausgeben oder eben so Verzögerungen dann verursachen. Die zweite Frage war mit dem Blenden an einem super grellen Tag. Wie du siehst, liebe Fragestellende oder Stellende, wir haben zwar 34 Grad, aber leider nicht super viel Sonne, aber man kann es trotzdem sehr gut ablesen. Ich habe es auch schon an anderen Tagen versucht und extra für dich in die Sonne geschaut und ich war geblendet. Also ich habe dann gar nichts mehr gesehen, natürlich auch kein Head-Up-Display mehr, sollte man einfach nicht machen. Ansonsten ist mir jetzt aufgefallen, das Hellste in der Umgebung tatsächlich ist immer der Asphalt, ne? Und auf dem kann ich es sehr, sehr gut lesen. Die Schrift ist so neongrün.
Und so, wenn ich jetzt so ein bisschen rechts gucke in die Walachei, sehe ich es deutlich besser als auf dem Asphalt, wobei auf dem Asphalt perfekt abzulesen. Wir wollen ja in der Kurvenfahrt wissen, ob es ablenkt oder nicht. Auf der Autobahn können wir jede Ablenkung gebrauchen, in den Kurven eher nicht, deswegen testen wir das einmal hier. Der Preis war noch eine Frage, das ist einfach zu klären. Ich glaube 329 € im Retail bei Lewis. Und für ein in Deutschland entwickeltes Produkt ist es tatsächlich ein fairer Preis. Also mich lenkt es überhaupt nicht ab, muss aber ehrlich zugeben, ich kann noch nicht lesen, wie schnell ich jetzt fahre. So beides auf einmal schaffe ich dann doch nicht. Ablenken, nein. Blendfunktion gut, Genauigkeit geht so. Und ja, welche Fragen haben wir denn noch? Gab es noch irgendwelche Fragen? Akkulaufzeit. Ja, die Akkulaufzeit. Moin, Akli, servus. Servus. Na, alles fit? Na klar, bei dir? Jo, du, pass mal auf, ich mache gerade das Video für das Division und da war eine Frage wegen der Akkulaufzeit. Ich habe meins jetzt laufen gehabt, 9 Stunden am Stück, habe es immer wieder gecheckt, ist nicht leer gegangen. Hast du deinen schon leer bekommen? Noch nicht wirklich. Ich habe es noch nicht mal ausgepackt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe momentan so viel Büroarbeit. Ich habe es aber noch vor. Aber was ich schon mal gehört habe, das soll ziemlich genau die Angaben vom Hersteller auch einhalten können. Ja. Nee, ich glaube 12 Stunden gibt der Hersteller an. Ne? Ja genau, sowas in der Richtung habe ich auch gehört und das soll es auch packen. Ja, ich denke auch, das passt. Ja. Alles klar, gut. Mein Bester, wir sehen uns Freitag in der Moped Show. Bis dann. Wir sehen uns, ciao. Ciao. So, weitere Fragen. Kann man das Head-Up-Display mit einer Brille benutzen? Keine Ahnung, schon einen Terminator mit einer Brille gesehen? Of course, I'm a Terminator. Ach so. Natürlich kann man die Vision auch mit einer Brille verwenden oder mit getönten Visieren. Bei letzterem habt ihr fast eine bessere Sicht als mit einem klaren Visier. Das Gerät funktioniert und es funktioniert gut. Die Frage ist, brauche ich sowas? Die Antwort darauf lautet, nein, brauche ich nicht. Was brauche ich ist, ich brauche ein Motorrad, ich brauche ein paar Reifen dran, Benzin im Tank, einen Führerschein und einen Helm und dann kann es eigentlich losgehen. Mehr braucht man nicht zum Motorradfahren. Ist es trotzdem geil? Ja. Will ich es trotzdem haben? Ja. Warum? Es löst ein Problem oder mehrere Probleme. Erstens, es entspannt dich beim Tourenfahren. Du musst nicht dauernd nach unten gucken. Diese kurzen Nicker auf dem Tacho, die bleiben auf jeden Fall weg. Und es ist federleicht, es wiegt 44 Gramm, das ist nichts. Also wenn man eine GoPro am Helm hat und dann noch irgendwie ein Kommunikationsmodul, dann fällt es überhaupt nicht auf. Von dem her ist es das wert auf jeden Fall für die Entspannung, die ich dafür bekomme, aber es löst noch ein ganz anderes Problem. Und das Problem ist eigentlich genau das hier. Das sind diese riesen Smartphones mittlerweile. Die sind zwar geil, die haben aber einen Nachteil. Erstens, oder mehrere Nachteile. Die Kamera, die geht ganz schnell kaputt bei den Dingern, wenn die so am Motorrad, am Lenker montiert sind. Man kann dann eine teure Halterung kaufen, noch einen Vibrationsdämpfer für die teure Halterung und hat da so ein riesen hässliches Teil vorne am Lenker hängen. Und dann funktioniert das schon mal, aber kann halt sein, dass im Sommer dann bei jetzt 32 Grad draußen das Teil einfach überhitzt und ausgeht. Ist mir jetzt auch schon passiert. Und das ist ein Problem, was die Navigation mit Handys anbelangt, die das HUD einfach löst. Ich nehme das Teil, koppel es mit dem HUD, hau eine Powerbank dran, schmeiß Navigation an, wirf das Handy hinten in den Rucksack rein und gut ist. Ne? Ja, negativ aufgefallen. Was ist mir negativ aufgefallen? Ein paar Sachen. Ich sag mal zum einen, das Head-Up-Display und die Halterung passt an jeden Helm, ja. Das ist gut. Hat natürlich immer den Nachteil, es passt nie perfekt an genau euren Helm. Das ist natürlich auch klar. Heißt, es sieht halt nicht so super smooth oder crisp aus von vorne, wenn man auf den Helm drauf guckt, weil es halt ein Universaladapter ist. Vorteil ist, es passt an viele und es ist günstig. Wenn es jetzt genau auf meinen Helm zugeschnitten wäre, wäre es also vermutlich wieder viel, viel teurer. Deswegen Nachteil ja, nehme ich aber so eigentlich gerne in Kauf. Zweiter Nachteil, den ich so ein bisschen hatte, wo ich ein bisschen Probleme hatte, war eben mit dem Plexiglas-Visier hier vorne. Ihr müsst den Winkel ja so, sag ich mal, im 45-Grad-Winkel zu eurem Auge einstellen, damit ihr was erkennt. Und eine kleine Abweichung bedeutet halt, die Informationen wandern nach oben oder nach unten. Wandert es aber zu weit, dann verzieht ihr so ganz komisch euer Gesicht, um noch was sehen zu können. Und es kam mal auch vor, dass ich das irgendwie mit dem Visier dann getroffen habe, obwohl es eigentlich gar nicht sein kann. Vielleicht war es auch die Erschütterung dann vom Visier zumachen, was für die Plastikscheibe ein bisschen verstellt hat. Also da hatte ich so ein bisschen Probleme und habe dann teilweise noch 2-3 Mal das Visier öffnen müssen, um das Plexiglas genau einzustellen. Und wenn ich dann halt eine Zeit lang gefahren bin, sagen wir mal eine Stunde oder so oder eine Dreiviertelstunde, in dieser Dreiviertelstunde hat es sich dann auch irgendwann verschoben. War ein paar Mal Helm aufmachen dabei, Sonne-Ampel, frische Luft holen oder so. Da hat es sich dann wieder ein bisschen verstellt gehabt, das war nicht so ganz optimal.
Noch ein Problem, Anwenderfehler an der Stelle nicht ausgeschlossen. Die Freigabe der Standarddaten hat nicht geklappt, dann hat die Verbindung mit dem HUD nicht geklappt. Ich habe die App deinstalliert, wieder installiert, danach ging es dann. Aber so die ersten 10 Minuten Frust waren halt kurz da. Aber wie gesagt, Anwenderfehler an der Stelle nicht ausgeschlossen. Es ist eben wieder T800. Es ist ein Produkt aus der Zukunft, um ein Problem zu lösen, das eine andere Zukunft geschaffen hat. Hätten wir also eine andere Zukunft ohne vernetztes Fahren, ohne Navigationsgeräte, dann bräuchten wir natürlich Division HUD nicht. Wir haben diese Realität aber. Also ist die Gretchenfrage vielleicht nicht, brauche ich das oder nicht? Die Gretchenfrage ist vielleicht, will ich die Realität, die wir jetzt haben, richtig nutzen oder nicht? Und da könnte das Division eben einen großen Unterschied machen. Ja, wer Bock auf so ein Produkt hat, kann da bedenkenlos zugreifen. Also es ist ein sauber entwickeltes, gut funktionierendes Produkt und es löst eben für mich gerade die Problematik mit dem Handy am Lenker und dass es zu heiß wird vor allem oder dass die Kamera kaputt geht. Das Problem habe ich nicht mehr. Ich kann das ganz gepflegt im Rucksack lassen, wie gesagt. Und die Nachteile, sage ich mal, dass ich vielleicht nicht 100% Sichtfeld habe, dass es vielleicht ich am Anfang kurz ein bisschen brauche, um das einzustellen. Damit kann man gut leben, wirklich. Und bei einem Preis von 33 € für ein Head-Up-Display, das finde ich tatsächlich wirklich angemessen. Also wer da Bock drauf hat, der kann da zugreifen, auf jeden Fall. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video. Stay here. I'll be back.